Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir sind immer noch voll in der Weihnachtsbäckerei und heute gibt es Florentina Schokotaler. Ich finde diese Kombi wahnsinnig spannend. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Man kann sich die Plätzchen auch noch füllen oder die Gurzli wie so Spitzbuben und zusammensetzen. Das geht natürlich auch. Wir machen heute den Taler mit Florentina Masse oben drauf. Das sind eigentlich zwei Rezepturen, die wir dann zusammen verbinden, und ich starte als erstes mit dem Schokolademürbeteig. Ich brauche 250 Gramm Mehl, bei mir ist das Ruchmehl. Ich habe auch schon eine Plätzchenvariante gezeigt mit Vollkornmehl, das geht natürlich auch. Also so Mürbeteig, Gurzliteig mit Vollkornmehl oder Ruchmehl. Jetzt wird das Ganze sowieso noch eingefärbt, das wird man nicht sehen und nicht groß schmecken. Zusätzlich hat man einfach noch ein bisschen eine höhere Wertigkeit. 15 Gramm Kakaopulver mit dazu, 30 Gramm gemahlene Mandeln, 160 Gramm Butter. Ich mache hier wieder das klassische System eines geriebenen Teigs, also fast alle Trockenzutaten plus die Butter kommt in die Maschine, es wird jetzt zusammen gerieben und zum Schluss kommt dann Ei und Puderzucker dazu. Klassischerweise wird Butter und Zucker zusammen schaumig geschlagen, dann das Ei und am Schluss die trockenen Zutaten. Ich finde, so wird der Teig mürber und weniger zäh und zieht sich weniger zusammen. Nach ein paar Minuten ist das Ganze schön durchgemischt, hat eine schöne Farbe angenommen. Jetzt geben wir noch 100 Gramm Puderzucker oder Hello Sweetie bei und schlagen ein Ei dazu. Hier ist es sehr stark abhängig, wie groß ist das Ei, denn je nachdem kann man da schnell 20, 30 Gramm mehr oder weniger Flüssigkeit in Form von Ei beigeben und dann wird der Teig weicher oder fester. Dann nicht mehr zu lange kneten, nur noch bis alles gemischt ist. Bei mir ist ein Ei eigentlich immer 50 Gramm, das Größe M. Und falls dieser Teig hier viel zu fest wäre, gibst du noch ein Schlückchen, so 10, 20 Gramm Sahne bei. Oder trennst dir nochmal ein Ei und gibst ein Eigelb bei, was für dich besser funktioniert. In Folie einschlagen und ja, circa 30 Minuten kühl stellen. Den Teig nach 30 Minuten zum Kühlschrank rausnehmen und ausrollen. Falls der zu lange im Kühlschrank ist, den einfach noch ein bisschen durchmassieren, damit er wieder schön geschmeidig wird. Und falls er dann mal wirklich 2-3 Tage im Kühlschrank ist und sehr, sehr fest, kannst du den einfach kurz in die Küchenmaschine werfen für eine Minute, dann wird er wieder schön geschmeidig, dann musst du es nicht von Hand machen. Auswallen. Schauen, dass der nicht klebt, das geht jetzt wunderbar. Auf 2-3 mm Dicke ausrollen und in meinem Fall mit einem 6 cm Ausstecher ausstechen. Du kannst auch einen geblumten nehmen, das geht auch. Du kannst ihn kleiner machen, größer machen, bei mir ist es jetzt 6 cm. Und dann bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 12 Minuten backen. Nach 12 Minuten sind unsere Böden, unsere Taler wunderbar gebacken. Jetzt starten wir gleich mit der Florentina Masse. Hier habe ich schon einen Topf. Wir geben hierzu 60 Gramm Sahne in den Topf, Prise Salz, 90 Gramm Hello Sweetie oder Kristallzucker. Dann haben wir Honig, 40 Gramm und 90 Gramm Butter. Das Ganze kochen wir zusammen auf, wenn du es messen möchtest, so auf 118 bis 120 Grad. Ich mache es jetzt ohne Thermometer. Ich lasse das einfach ein bisschen köcheln, bis es leicht karamellisiert. Hello Sweetie karamellisiert etwas früher als normaler Kristallzucker. Aber es funktionieren natürlich beide Methoden. Sieht man hier schon, wie es leicht karamellisiert. So muss das sein. So eine schöne Karamellfarbe. Noch nicht ganz Karamell, aber so ein bisschen dunkel wird es. Perfekt.
Das war's eigentlich schon. Jetzt brauchen wir noch Mandelblättchen, natürlich typischerweise für die Florentina. Zwischen 100 und 110 Gramm. Das Ganze ziehe ich mir hier noch darunter. Man merkt, wie das auch gleich fest werden will. Darum müssen wir jetzt hier etwas zügig arbeiten. Und wir geben alles hier auf diese Silpappmatte. Da kannst du auch ein Backpapier verwenden, das geht auch. Und dann gehen wir hin und verteilen das Ganze. So ein bisschen gleichmäßig verteilen. Dann nehmen wir uns ein Backpapier, legen das oben drauf. Und jetzt kann man hier mit einem Ausrollstab das Ganze noch ausdünnen, damit es schön gleichmäßig wird. Und dann kannst du also selber entscheiden, wie dick oder dünn du die Florentina-Masse haben möchtest. Gib natürlich dementsprechend mehr oder weniger Stück. Auf ein Backpapier ziehen und dann in den Ofen schieben bei 210 Grad für 5 bis 10 Minuten. Da würde ich nicht zu weit weg vom Ofen, je nachdem kann das schnell gehen und dann eben gleich verbrennen. So Freunde, bei mir nach 7 Minuten das Ganze perfekt karamellisiert. Hier bin ich ans Limit gegangen, das ist bewusst so. Und guck, die Florentina-Masse verteilt sich dann noch ziemlich stark, also musst wirklich ein Blech haben, das nicht auslaufen kann. Und guck mal, wenn doch noch was wegläuft hier, nimmst du das Ganze und setzt es hier einfach wieder an. Das musst du gleich im heißen Zustand tun, aber dann verbindet sich das Ganze nochmal schön. So leicht reindrücken, denn das Ganze ist leicht verlaufen. Ich will nicht hier viele Zuckerstellen haben, darum drücke ich es jetzt hier noch leicht rein. Hier musst du etwas Gas geben oder einfach immer dranbleiben, denn wenn das Ganze fest wird, kannst du es nicht mehr schön ausstechen. Hier Ausstecher ins Wasser, runterdrücken, ausstechen und hier direkt mal noch stehen lassen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder du nimmst den Ausstecher genau gleich groß wie der Taler. Ich mache es jetzt ein bisschen kleiner. Ich finde es immer schön, wenn man noch ein Schokorändchen sieht. Zwischendurch klebt das Ganze wieder, dann einfach hier kurz ins Wasser tunken. Dann können wir die nehmen und hier auflegen. Wenn du willst, kannst du es noch ein bisschen korrigieren. Funktioniert jetzt wunderbar. Wenn es ein bisschen ausgekühlt ist, kann man das Ganze auch mit den Fingern darauf legen. Du kannst auch Handschuhe anziehen, wenn du möchtest. Natürlich fragst du dich jetzt, was ist mit dem ganzen Rest? Entweder kannst du das so ein bisschen zusammenstoßen, fest werden lassen, dann nimmst du Schokolade, pinselst das Ganze an und brichst es einfach nach Lust und Laune ab. Das wäre einfach. Oder du schiebst es zusammen, drückst es wieder flach, wenn du möchtest sogar noch einmal ausrollen, gibst es zurück in den Ofen, dann wird es wieder weich, kannst du weiter ausstechen. Oder du nimmst hier einfach etwas weg und legst es oben drauf und da kannst du es dann anordnen, wie du möchtest. In der Regel hast du dann etwas mehr drauf, es ist etwas bombierter, nicht ganz flach, nicht ganz so exakt, aber ist auch eine Lösung, die wunderbar funktioniert. Ich finde das Separatbacken relativ wichtig, denn so bekommt man es nur perfekt hin und es karamellisiert schön. Wenn man das nicht macht, dann ist es meistens zu hell, zu dunkel, es bricht ab oder die Plätzchen sind unregelmäßig. Wenn du jetzt sagst, ich brauche die volle Dröhnung, Süße, kannst du auch hingehen, hier den Boden noch mit Marmelade füllen. Einige nehmen auch Ganache, das ist mir aber dann viel zu süß. Und legst die dann so schön zusammen. Guck dir das mal an. Schreib mal in die Kommentare, machst du sie gefüllt oder ungefüllt nach? Sieht einfach cool aus. Hier auseinanderbrechen. Ja. Knuspriger Keks, Florentina Masse. Mit dem Schokoladenkeks hier harmoniert das Ganze perfekt. Aus meiner Sicht muss man sie nicht unbedingt füllen, aber eben schreib sie in die Kommentare. Viel Spaß beim Nachbacken, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.